Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Hecht und Barsch Kanal. Wir feiern heute unseren Hechtsaisonstart und zwar heute mit der Mission, mit sehr kleinen Ködern einen großen Hecht zu fangen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig mutig, offen gesagt, denn auf dem Gewässer, auf dem wir uns befinden, fängt man tatsächlich meistens, vor allem im Frühjahr, ausschließlich mit kleinen Ködern. Zumindest ist das die Erfahrung, die wir und unsere Teamangler hier gemacht haben. Gunnar hat hier schon mal gemäht mit einem 8er Drunkbait. Juli hat letzte Woche hier gemäht mit einem 9 cm Bleak-Shad. Also die Regel kann man schon aufstellen, die Geschichte wiederholt sich und wir versuchen heute ein neues Kapitel zu schreiben. Ich bin zusammen mit Daniel, der hier im Hintergrund rumdümpelt. Toto und Ronny sind auch irgendwo auf dem See. Und ja, Daniel und ich versuchen heute hier mit einem kleinen Köder, also alles unter 10 cm ist erlaubt, einen großen Fisch zu fangen. Gucken wir mal, ob es klappt. Ich starte hier einfach mit Champagner Steffi. Das war tatsächlich auch die Köder, die sehr viel Erfolg gebracht hat mit Ronny und Juli in der letzten Zeit. Und deswegen, ich würde nicht zu hart experimentieren zum Starten. Ich stehe hier ungefähr auf 4 Meter. Toni ist am Werfen, deswegen würde ich erstmal vertikal machen, dass wir zwei verschiedene Techniken jetzt haben. Wir sind natürlich auch immer daran interessiert, was eure Erfahrungen sind. Deswegen schreibt doch mal in die Kommentare rein, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, ob ihr auch vielleicht ein Gewässer habt, das im Frühjahr mit kleinen Ködern hervorragend funktioniert, auch wenn man größere Fische versucht zu fangen. Wie vielleicht der eine oder andere Zuschauer schon mal mitgekriegt haben könnte, gehöre ich leider nicht zu der geduldigen Sorte Angler. Vielleicht nicht unbedingt die beste Eigenschaft für diese Freizeitbeschäftigung. Ich glaube, wir sind jetzt so eine Stunde auf dem Wasser, ich hatte noch keinen Biss. Und Juli hat aber gesagt, dass zwischen 11 und 13 Uhr hier die ganz heiße Phase ist und dass man vorher eigentlich sowieso nicht unbedingt mit einem Biss rechnen muss. Und deswegen hoffe ich jetzt sehr, sehr auf diese heiße Phase. Juli, ich verlasse mich drauf, ohne Scheiß. Beim Werfen oder wie? Ja. Ich hatte jetzt meinen allerersten Biss. Nach Totos Fisch bin ich ein bisschen auf seine Taktik gewechselt. Habe auch mal so, würde ich sagen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vertikal geangelt mit Champagner Steffi. Das habe ich jetzt in doppelter Form über Bord geworfen. Habe nämlich geworfen und auch mit einem anderen Köder. Das ist hier ein 9er Bleak-Shad in einer ganz neuen Farbe, die Enrico gemacht hat. Die heißt Galaxy. Das ist auch ein sehr natürliches Dekor, deswegen glaube ich, dass das hier auch gut funktioniert auf dem See. Und jetzt hatte ich tatsächlich auch beim zweiten Wurf mit diesem Köder den ersten Biss auf voller Wurfdistanz. Hat ganz kurz gehangen, dann leider ausgestiegen. Schade. Auf jeden Fall gut, schon mal. Ja. Oh, und Toto hat einen. Ja, ist ein guter Fisch bei Toto, glaube ich. Oh, der tanzt ganz schön ums Belly rum. Toto, brauchst du Hilfe? Schön eingenetzt, Toto. Auch wieder gesehen, auf dem Echolot wieder hochkam. Hab schon vorbereitet, Rute in die Hand genommen, festgehalten und super eingeschlagen. Schöner Fisch. Klappt heute. Heute sind sie Beißlaune. Gusto, da hast du schon was gefangen. Ich würde jetzt gerne diesen einen berühmten Finger zeigen, aber wir sind nicht jugendfrei. Von daher Verkneifung in den Kommentaren. Hattest du noch gar nichts? Doch, eine Fritte hatte ich drauf, aber... Hast du sie rausbekommen?
Also nicht rausbekommen. Also zählt nicht. Nee, eigentlich bin ich noch Schneider sozusagen. Ne? Nicht nur sozusagen. Nur eigentlich. Besser machst du jetzt. Es gibt keine halben Schneider, es gibt Schneider. Es gibt auch einen halben Fehlbiss. Nee. Natürlich. Ich hatte fast einen Nachläufer. Ja. Oh, ist gar nicht so schlecht. Was? Ronny hat einen. Das ist eine Fritte. Echt? Natürlich. Echt? So, aber eingenetzt ist halb eingenetzt, ja? Ja, aber er ist ja überhaupt nicht angenehm. Was machst du da? Sein Netz ist stuck hinter. Gustl, was tust du? Ach komm, ich helfe mal. Eingenetzt. Soll ich? Auch der erste für mich. Ist jetzt nicht der größte, aber man muss ja nicht gleich mit 1,20 Meter anfangen. Ne? Der war geil auf Steffi. So, den lassen wir aber wieder frei. Weil der ein bisschen kleiner ist. Petri, aber was ist gerade für eine Aktion mit dem Kescher? So, irgendwie wollte der Kescher nicht so wie ich wollte. Das habe ich gesehen. Irgendwie hing ich da ein bisschen. Ne? Während Ronnys Hecht eingestiegen ist, da waren wir eigentlich gerade dabei, uns ein bisschen über Ronnys neues Hobby zu unterhalten. Ja, irgendwie muss man ja die Schonzeit rumkriegen. Was machst du da, Ronny, genau? Ich habe mir ein paar Videos angeguckt von dem YouTube-Kanal und habe da ein paar schöne Sondervideos gesehen, wie man das so sagt. Also die gehen quasi mit einem Metalldetektor durch den Wald, über Felder, finden dann alte Münzen, alte Orden aus Nazi-Zeiten und so. Und beißt gut da? Du, das beißt, also Spielplätze laufen richtig gut. Ja? Ja, jetzt zur Zeit mit dem schlechten Wetter ist nicht so teuer, aber wenn du mal eine Woche mit gutem Wetter hattest, dann kannst du auch mal 20 € finden. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr vielleicht auch mal Interesse hättet an so einem Magnet-Fishing-Video. Sowas wird ja in den USA auch sehr, sehr viel gemacht, kriegt zum Teil extrem viele Views. Ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig, sowas auf dem Angelkanal zu machen. Aber in Berlin sind viele unterwegs, ne, mit Magneten. Also vielleicht sollen wir so einen Blödsinn ja mal machen. Interessant wäre es auf jeden Fall, was man da so alles findet. Oh, Das ja. Einzige, wo man aufpassen muss, nicht Totos die Spots verraten. Der ruft dich morgen an und fragt, auf welchem Spielplatz ist Spielplatz es am besten Kein Sand mehr knallt. da, ja. Ist weg. Alles weg, ja. Spotgeier gibt es auch beim Sondeln, denke ich. Das sind dann die Sondelgeier. Ja, ja. Die sind ganz gefährlich. Ja, ganz gefährlich. Nee, aber es macht Spaß und man kann die Schonzeit auch sinnvoll verbringen. Sehr gut, Gustl. So, Gustl. da haben wir den zweiten, der ist auch ein bisschen besser. Jetzt auch kein Riese, aber Wahnsinn. zum Starten, der kam auch schön. Und das hattest du verdient. Hochgeschossen. Ich schätze mal aus den Anfang. 17, 16. Der gleiche. Das ist irgendwie so witzig. Ja, geil, Alter. Ja, Ich dachte in dem Moment, da ist doch unten was. So, aber mach drauf dann. Yes. Wuhu. Schöner Fisch. Gut genährt, schönes Bäuchlein. So sollen sie sein. Ausschätzen Mitte 70, ja.
Ja, also wenn man das Ganze hier als Teamveranstaltung betrachtet, dann läuft es eigentlich ganz gut. 5 Hechte, allerdings relativ ungerecht verteilt. Nur ein Aussteiger bei mir, bei Daniel. Gab es überhaupt schon Kontakt? Kein Kontakt. Und es ist auch ein gewisses Muster erkennbar. Ich glaube, alle 5 Hechte wurden vertikal auf Champagner Steffi gefangen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe kein Echolot am Bellyboot. Das macht es natürlich fürs Vertikalangeln nicht ganz so geil. Ich muss auch sagen, ich finde Wurfangeln auch wirklich irgendwie cooler, beziehungsweise dass man eine Bewegung ausführt und irgendwie beschäftigt ist. Ja, lässt es nicht ganz so langweilig werden und auch, also klar, wenn man vertikal angelt, so wie Toto und hat ständig Fische, dann ist es auch nicht so langweilig. Aber ich finde, irgendwie fällt es mir schwer, da die ganze Zeit so seelenruhig mit der Rute rumzusitzen. Deswegen werfe ich lieber ein bisschen. Zwischendurch mache ich ab und zu dann auch noch mal so eine kurze Vertikalphase, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass man hier geworfen auch einen Fisch fangen müsste. Einen Aussteiger hatte ich ja schon und denke mal, ich werde geworfen auch noch mal einen Fisch kriegen. Daniel! Ja. Wollen wir eine kleine Bestrafung machen für den, der heute Schneider wird? Kann man machen. Ich würde vorschlagen, wer heute keinen Fisch fängt, muss mit Ronny ein Sondelvideo machen. Alles klar. Es kann natürlich auch sein, dass wir beide dabei sind. Eigentlich habe ich gedacht, es kann sein, dass Ronny alleine unterwegs ist. War mein erster Gedanke. Ja, das wäre am schönsten. Aber natürlich. Das wäre Ronny auch am liebsten, sagt er. Glaube ich ihm. Aber also aktuell sind wir beide voll auf Sondelkurs. Auf jeden Fall. Ich bin hier jetzt genau neben Toto und habe jetzt auch mal wieder eine kleine Vertikalphase eingelegt. Habe fast denselben Köder und Toto fängt. Petri, Toto. Kein Riesenfisch, aber die Farbe wollte er trotzdem. Ganz neue Farbe, kommt demnächst. Genau, Bleakshad in der Farbe Galaxy, hat wunderbar geklappt. Kleiner Schniepel. Ja, Fisch bei Toni, kurz nachdem bei mir gebissen hat. Und jetzt hat es auch bei ihm geklappt. Nicht vertikal, sondern... Ja, der war gebrochen. Steht ganz gut drin. Kann ein Riesenfisch sein, aber auf jeden Fall schon mal schön. Bravo, der ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Oh, doch, sehr schöner Fisch. Sau stark, Petri. Wow, schön. Ich habe in dieses Vertikalangeln einfach nicht genug Vertrauen. Und als Toto dann eben direkt neben mir, obwohl ich genau das gleiche mache wie er, mir wieder den Fisch weggefangen hat, vertikal, habe ich gedacht, ich muss die Taktik wieder ändern. Habe wieder geworfen und es hat funktioniert. So, schöner Hecht. Was wird er haben, Toto? Ja, ich denke so, Anfang Mitte 70 hat er auf jeden Fall. Gut genährt. Ich würde eher sagen Ende 70, Anfang 80. Auf dem 9er Bleakshad. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Gefühl, einen Fisch gefangen zu haben. Nice. Erster Hecht für mich nach der Schonzeit. Mega geiles Gefühl, so ein Hechtbiss. Der zweite heute für mich, aber es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man den Fisch dann auch drillen und auch keschern darf. Auch gar kein schlechter Hecht. Macht mich sehr, sehr glücklich, den gefangen zu haben. Auch wenn ich sagen muss, ich bin auch ein bisschen traurig, kleiner Wermutstropfen, dass ich jetzt nicht mit Ronny sondeln darf. Das Gute ist, Daniel ist noch im Rennen um die Sondelposition. Wenn ich es mir dann am Ende auf YouTube angucken kann, wie Ronny und Daniel sondeln gehen, dann ist das, glaube ich, auch schon ganz cool. Da muss ich dann auch nicht unbedingt dabei gewesen sein. Passt schon.
Freust du dich schon auf den Sondeltag mit Daniel? Ja, am meisten freut mich allerdings darauf, dass ich selber nicht mehr graben muss. Weil das ist nach einer ganzen Weile schon sehr anstrengend. Und da finde ich schon besser, wenn ich dann einfach nur noch suchen muss und sagen muss, Daniel, hier musst du graben, da liegt was. Ich habe ein bisschen mitbekommen, dass er stellt es vor, dass ich muss das Ding irgendwie rausgraben. Vielleicht lasse ich mich sogar ein, weil die Sache ist, die Person, die gräbt, ist natürlich, kommt auch auf das Teil zuerst. Und dann, wenn es was Geiles ist, dann gehört es auch der Gräber in dem Fall. Also, ich freue mich ein bisschen auf diesen Sonderaktion, muss ich sagen. Trotzdem, ein Fisch wäre auch nicht so schlecht für die Ego in erster Linie jetzt mittlerweile. Alle haben gefangen, außer ich. Es ist jetzt nicht mehr viel passiert. Die Beißphase ist vorüber, deswegen kurze Session heute nur. Auf jeden Fall. Wir werden jetzt noch mal ins Büro gehen, haben noch den Nachmittag, um ein bisschen was zu schaffen vorm Wochenende. Alles in allem kein so schlechter Saisonstart. Ja. Kommt drauf an, aus welcher Perspektive. Also grundsätzlich sage ich mal, all in all, kein schlechter Start. Also immerhin, mehrere habe ich schon gefangen, eigentlich alle außer ich, muss man ehrlicherweise sagen. Also schon ein guter Start in der Saison. Ich hoffe, der kleine Streifen hat Spaß gemacht. Wir werden versuchen, öftermals einfach kurz mal rauszugehen, ein paar Stunden Angel und mit solchen Ergebnissen, man freut sich natürlich einfach drauf. Ja, es war nicht so schlecht, dass Toto und Ronny auch da waren. Haben das Video ein bisschen fischreicher gestaltet. Wir werden das jetzt tatsächlich mal in Angriff nehmen, dass Ronny und Daniel eine Runde sondeln gehen müssen oder Magnetfischen, eins von beiden. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool finden würdet. Wir wollen natürlich auch kein Video produzieren, was alle total sinnlos und scheiße finden. Aber es passt ja auch ein bisschen zu unserer Clean Your Spot Aktion, die aktuell läuft, bei der wir die Angelplätze ein bisschen sauberer machen wollen. Ob Magnetfischen tatsächlich einfach so, ob man es einfach so machen darf, weiß ich gar nicht. Juli meinte, er glaubt, dass man dafür eine Genehmigung braucht. Deswegen müssen wir mal uns informieren, was möglich ist. Ansonsten ein bisschen Sondeln geht auch. Ein bisschen sondeln, vielleicht irgendwo am Strandbad oder so. Ist jetzt vielleicht nicht ganz ein Angelplatz, aber ein bisschen die Gewässer, Ränder sauberer machen, ist bestimmt ganz cool. Leute, nicht vergessen, wir wollen 100.000 Abonnenten dieses Jahr auf jeden Fall knacken. Das heißt, ihr müsst unbedingt abonnieren, auf die Glocke drücken am besten. Und falls eure Kumpels oder irgendjemand, das ihr kennt, noch nicht abonniert hat, sagt einfach Bescheid. Helft uns zu den 100.000. Bis bald. Tschüss. Daumen nach oben. Macht's gut. Ciao. Was bei dir passiert? Endlich ein Fisch rangegangen. Und ist gar nicht so eine schlechte. Oh, der sieht gut aus. Ja, der ist gut. Super, Mann. Eingenetzt. Mann, geil. Endlich mal auch ein Fisch für mich. Und kein schlechter. Also Leute, es ist schon so, dass alle sind reingehauen, außer Toto und ich. Also ich wollte es echt nicht auf mich sitzen lassen, dass ich der Einzige bin, die keinen Fisch fängt heute. Und ich habe ein bisschen länger gemacht zusammen mit Toto und jetzt hat es bei mir auch geklappt. Und auch kein schlechter. Boah, muss man mal ganz kurz aufpassen. Da ist immer noch Power. Oh. Geil. Auch ein Hecht für mich. Schön. Heute würde ich deutlich besser schlafen können. Jetzt, dass ich auch einen Fisch zeigen könnte. Das einzige Ding, die schade ist, ist, dass ich echt nicht dieses Ding mit Ronny machen müsste mehr. Ja. Außer ihr sagt in den Kommentaren, ich muss es unbedingt machen, dann würde ich das natürlich trotzdem mit Ronny machen. So, wir versorgen kurz mal mit Fisch.
aber jetzt läuft wie am Schnürchen. Zack, eingenetzt. Geil. So, erstmal geht gar nichts den ganzen Tag und dann auf einmal läuft's. Da haben wir Nummer 2 für mich. Richtig geil. Champagner Steffi liefert auf diesen See zu dieser Jahreszeit. Man sieht, wie die Igel da unten raufklemmt. Also die hängen wirklich unten auf dem Boden. Aber wenn die einen Steffi sehen, schießen die hoch, um sie zu holen. Richtig geil. Und der nächste drauf geschossen. Das gibt's doch nicht, ja. Gibt's doch nicht. Und Nummer 3. Wahnsinn, also 3 Fisch wirklich kurz hintereinander. Oh, wird langsam warm hier. Wahnsinn, richtig geil. Champagner Steffi liefert jetzt. Auch für mich. Oh, ich muss ein bisschen vorsichtig. Ich habe so viele Schnitte überall bekommen. Okay, okay. Harte Schwede. Sie ist immer noch echt zickig. Da sieht man wieder Champagner Steffi. Wieder ein sehr gesunder, fetter Hecht. Sehr schön. Richtig geil. Unglaublich. Auf einmal läuft's. Schön, Petri. Richtig geil. Danke dir. Schöne Fische. Schön. Richtig nice. Unglaublich.